Hallo liebe Finnland-Freunde. Ja, Sommer, Sonne und Strand. All das gibt's hier in Hamina und das schauen wir uns mal an. Ja, wunderschön ist es hier. Ich bin auf dem Campingplatz in Hamina und neben Camping und Hütten, die man hier mieten kann, gibt es ein tolles Restaurant und auch einen super Strand. Schau mal. Ja, wenn ich ein bisschen zerzaust aussehe, dann liegt das daran, dass ich gerade baden war. Es ist einfach ganz schön hier. Ja, finnische Meerbusen schließt sich an und hier riecht's nach Rauch, nach Würstchen, nach Gegrillten. Es gibt überall, oder wenigstens 3 habe ich schon gesehen, so Feuerstellen hier auf dem Campingplatz, die man einfach nutzen kann. Da kannst du grillen und sitzen mit dem Bierchen. Einfach schön, Leute, ne? So, wenn wir schon mal hier auf dem Campingplatz in Hamina sind, dann schauen wir uns auch mal ein bisschen um. Du kannst natürlich mit deinem Camper hierher kommen, mit Zelt und was auch immer du hast. Kannst allerdings aber auch eins von diesen kleinen Möckis da buchen. Den Preis blende ich noch ein oder ich verlinke euch das in der Videobeschreibung. Ja, dann gibt es so mitten auf dem Platz, wie man das beim Camping kennt, Geschirrwaschdinger, WC und etc. sowas, ne? Aber hier diese kleinen Möckis finde ich ja sehr süß. Und also, ja, okay, du kannst mit dem Auto herkommen und brauchst nichts weiter machen. Ne? Bringst dein Badezeug mit und das war's, ne? Um hier mal ein paar Tage zu bleiben. Ist das doch okay? Ich find's super. Ja, also du hast von hier einen wunderbaren Blick, ne? Wenn du eins dieser Möckis hier gebucht hast. Baden, grillen, Bier trinken, tschüss, ne? Einfacher finnischer Urlaub ohne viel Pipapo. Ja, brauchst ein paar Badelatschen und ein Handtuch. Hinter mir ist das Restaurant und da war ich auch schon mal. Die haben ein tolles Frühstücksbuffet, da war ich schon mal morgens. Und das lohnt sich. Da gibt es so Eierchen und was man hier so kennt, die Pirakas, typisch finnisches Frühstücksbuffet eigentlich. Und O-Saft, Kaffee, Wasser, alles was du brauchst, ist denn da, ne? Kostet auch nicht die Welt. Ich weiß jetzt nicht genau den Preis. Ändert sich auch immer mal wieder. Jetzt in der Hauptsaison muss ich mal schauen. Aber ja, das Ganze ist ganz schön hier. Guckt euch mal um.
Und Wald, Leute, alles voll Wald. Man hört die Grillen zirpen. Und das ist einfach alles so schön, ne? Ja, die haben Auftrag abzuwaschen. Warum auch nicht? Ja, hier ist wieder eine von diesen Grillhütten. Ja, und auch eine typisch finnische Grillkotter befindet sich hier, wie man sehen kann. Und ja, man sitzt auf so einer Bank mit diesen Teppichen, das ist ganz typisch, habe ich schon oft gesehen. Ja, machst du hier dein Feuerchen an und kannst grillen, ne? Diese hat sogar einen Abzug. Normalerweise sind die einfach oben offen, wenn es kleinere sind. Aber hier wird das auf dem Campingplatz wahrscheinlich Regeln dazu geben. Ja, aber ganz schön. Ganz gewöhnliche Touristen als Rentner. Ich habe hier natürlich auf dem Campingplatz, so wie ganz oft auch, wieder Deutsche entdeckt, deutsche Touristen, und das ist immer wieder schön, Landsleute zu finden. Ja, hier aus Heilbronn diesmal. Und ja, darf ich mal ganz kurz, ihr macht eine Reise hier, ne? Genau, wir haben eine Finnland-Rundreise gemacht, und zwar von Travemünde nach Helsinki mit dem Schiff. Ja, mit der Finnland-Fähre, ne? Genau, Ganz normal. Genau, Finnlines, und dann hoch an der die Ostküste, genau, hoch bis an Nordkap. Ja. Im Zickzack natürlich dies und das und jenes mitgenommen. Ach, schön. Und dann auf der Westseite, also an der russischen Grenze entlang, wieder runter, auch im Zickzack. Und dies und das und jenes angeguckt und gebadet jetzt im Moment, weil es so warm ist. Ne? Ja, und ja, so gucken wir die Sehenswürdigkeiten an, haben einen kleinen Plan gemacht, was wir alles sehen wollen, wo wir überall hin wollen. Als Rentner ohne Zeitdruck. So, genau. So stelle ich mir das vor, genau so. Bisschen haben wir mehr gemacht, anderes weniger. Ja. An einem Platz, Kuusamo, waren wir. Kuusamo. Kuusamo waren wir fast eine Woche, weil da hatten wir einen tollen Stellplatz. Ja. Und da haben wir die Bärenbeobachtung noch mitgenommen. Da ist man in so einem Bunker, kann man sich ja, einschließen. Das ist so ein Bunker, nicht, das ist eine Holzhütte eigentlich, richtig schön gemacht eigentlich. Ja. Und wir sind über Nacht geblieben und das war noch richtig toll. Weil was die machen, die Bären werden erstmal angefüttert. Ja, ist klar. Und dann kommen die, und dann ist auch ein bisschen wie so ein Zoo, wo die da alle da so sind, gleich vorne dran. Aber dann des Nachts, wenn die alle wieder weg sind und so ein einzelner Bär kommt und so rumschnüffelt, dann ist wieder richtig interessant. Das ist schon was anderes. Ja, ne? ja, so ist es. Ja, und sonst, was gibt es? Nordkap, da war es kalt und windig. Ne? Auch jetzt so, noch? Jetzt immer, aber es ist ja wieder 4 Wochen her, dass wir da Wir haben ja jetzt hier in Südfinnland irgendwie so täglich 32 Grad oder so seit ein paar Tagen. Ja. Wir sind von einem Ja. See zum anderen. Ja, darf ich? Jeden Abend einen anderen Sonnenuntergang genossen. Das ist ja auch Wahnsinn. Die Ja. Landschaft hier ist ja Das ist super. Ne? verrückt. Das ist echt verrückt. War sehr geil. Von jedem See, wo wir waren, wir sind viel freigestanden, muss ich dazu sagen. Kann man ja hier und das ist wunderbar. Ich finde richtig schön. Ich bin auch jedes Mal begeistert von der Landschaft. Ja, Man ist immer wieder. Ist halt nicht ganz anders wie bei uns. Ja. Aber man muss sagen, irgendwann wiederholt sich dann doch. Ne? Ja. Also ich sage immer, Sümpfe, Wälder, Seen. Das ist Finnland. Und die Mücken nicht zu vergessen. Oh, das mit den Mücken ist nur Propaganda. okay. Die gibt's gar das nicht. ist nicht so schlimm. Ist, genau. Man kann ein bisschen was dagegen tun. Man weiß, dass sie kommen, man weiß, dass sie da sind. Ja, Dann macht man ihren Wohnmobil das, dann zieht man sich ein bisschen was an. Ja. Wenn die Dämmerung kommt, dann ist das okay. ja. Weil Na. ich darf nicht nach Skandinavien gehen und sagen, okay, ich habe das Wetter wie in Deutschland, da gibt es keine Mücken, da gibt es gar nichts. Aber Skandinavien ist halt
So, und man muss sich ein bisschen arrangieren, wie überall im Ja, es gab Plätze, da ein Platz sind sie regelrecht über uns hergefallen. Ja. Das war direkt an so einem Fluss, war ein schöner Platz, aber ansonsten viel Mücken und andere wieder gar nichts, so wie hier jetzt. Oder Aber am Meer, glaub weißt ich, du was, besser. wenn du in den Bayerischen Wald fährst ja. und da ist ein See im Wald, ist genau das Gleiche. Absolut. Ja. Also es ist schon Oder extrem. das ist so Ja. bei uns in der Rheinebene, wenn du da mal was machst, Ja. dann weißt du genau, abends in der Dämmerung kommen die. Dann ziehst du halt mal einen langärmlichen Pulli an und rüst Ja. dich halt mal ein. Ich mag das auch, wenn die zweimal pieken, gut, dann hast du mal wieder das Gefühl, dass du lebst. So Ist nicht weiter schlimm. Ja, man gewöhnt sich dran, irgendwann gehört es dazu. Ne? Also, kriegst du nie alle weg. Also Mücken ist nicht so wild, wie alle sagen. Nee, das hat schon, aber Ja, gibt sie ja hat- Mückenspray und dann elektronische und biologische und sonstige Ja. Kampfmittel, wo man alle hat. Ach, einfach genau was überziehen, fertig. Sie haben ja auch hier so eine, oder ihr, weiß nicht, ja, ihr habt da so eine Da Mückennetze ist aber da. überall oben an den Seiten. Hier können wir aufmachen, das ist ein riesen Ja. Mückennetz. Das braucht man schon, weil sonst wird man Das gucken wir uns so mal an. langsam Ne? aber sicher überfallen. Das gucken wir Aber mal. das ist ein ganz ganz normaler. Ja, es gibt ja ganz Netze, da normaler kommen die Malibu. tatsächlich durch, aber die sind feinmaschig, ne? Feinmaschig. Ja, das hier ist jetzt das. So muss das, ja, dann hast du kein Problem, Das ne? Auto ist jetzt 6 Jahre alt, das Ding ging schon kaputt und haben wir selber repariert. Ja, Hier mit extra Aber Neuwissen. funktioniert. Aber funktioniert wieder. toll, Ja, ja. ja, ja. Und viel kann man auflassen. Das ist Freiheit, ne? Mit dem Wohnzimmer durch Hinten die. haben wir auch noch. Ja, Kann auch zeigen. Das haben manche haben es, manche nicht. So kann man dann hinten und vorne auflassen. Haben ja auch noch einen Mückengedöns. Ja, da kann nicht viel passieren, ne? Kann schön die Luft durch. Und die Wärme ist dann auch nicht so schlimm, weil ja Durchzug ist, ne? Oder läuft das die ganze Zeit hier irgendwie mit Kühlung, der Klima? Ganz Nö. oben haben wir einen Ventilator. Und abends, wenn es dann draußen kühler ist wie drin, dann machen wir den an und dann kommt die kühlere Luft rein. Und dann, wenn es warm wird, dann So ist einfach alles auflassen, Durchzug, Genau, dann ne? sind wir draußen viel und dann passt das dann Das ist wieder. eigentlich normal für Skandinavien, dass es um die Zeit so warm ist. Ja, ist halt Sommer, ne? Also, Aber ich habe es eigentlich oft erlebt. Ja? Ich müsste mal in der Statistik gucken, wie das jetzt. wir waren eigentlich ein bisschen muss Ja, ich wir sagen, dachten, überrascht, dass Wir es fliehen der zentraleuropäischen Hitze und die holt uns hier ein. Ja, ja. und Aber okay. in Deutschland regnet es halt jetzt gerade okay. Ja, ja. Ich denke, das ist alles schon ein bisschen klimatechnisch. Verändert sich ein paar Dinge. Ja. Naja, vielleicht wird Skandinavien dann auch Urlaubsland Nummer 1 oder noch eher vor Ja, nach das Spanien macht- kannst du gar nicht fahren. Was nach Ne? Spanien oder Italien, da kann ich gar nicht. Spanien ist sowieso nicht unser Land. Ne? Wenn denn Portugal. Portugal ist Portugal schön. ist ja. Frankreich sowieso, da sind wir oft. Ne? Aber Gut essen, ne? Ja, und Ja. trinken. Ein Weinchen dazu, genau. Meine Schwester. ja, das Einzige, was mich an Ja. Finnland ein bisschen nicht so gut finde, Ja. ist, dass man hier nicht so auf die Ernährung oder so ein bisschen, da hat, ja, wisst ihr, was ich meine? Wenn man speziell sich ernähren möchte, ist Ja. nicht immer einfach mit Einkaufen, auch in Restaurants. Extrabestellung ist nicht so üblich wie bei uns. Ja, Ne? ja. Ja, Schade das- eigentlich, aber okay, man muss sich halt arrangieren. Ja, Ja. Wir kochen viel. Ja, Oder das ist, musst du gucken, Zucker ist überall drin. ja Ne? und wahnsinnig Zucker, Ja. wahnsinnig Zucker Ja. oder Ich Konservierungsstoffe. suche immer hier Oder, Müsli, aber das findet Ja. sie gar nicht so, wie es bei uns das hier Nee, hier gibt, gibt es ne? nur diese Nestle gesüßten ja. Sachen, ne? Gruselig. Die Verkaufsschlager. Das wundert mich eigentlich, dass das ein bisschen, dass sie da noch nicht draufgekommen sind, Hier wo man gibt's- ja sagt, Ja. das sind die glücklichsten Menschen. Und dann Aber hat das- es doch auch mit der Ernährung was zu tun, oder? Dieses Glück ist, glaube ich, so, das basiert ja auf Befragung. Ja, Und ich denke mal, das ist auch eine Art, na, ich will nicht sagen Anspruchslosigkeit, aber schon, ich finde es mit vielen einfachen Sachen schnell zufrieden. Ne? Echt? Stimmt, ja. Ich Und finde die es sind toll irgendwie, aber Auch, ja, die sind auch, wie ich sagen, ziemlich zufrieden mit sich Ja. selbst. Auch egal, wo wir waren, hat nie jemand dumm geguckt. und wart ja mal an der Küste, hier Pori, Hamina, Haben wir aber Wollen wir ja morgen. Haben wir jetzt- Und dann jetzt Da machen wir die jetzt Küste entlang weiter. weiter nach. Kotka ist auch schön. Genau. Da wollen wir noch hin. Genau, das und machen dann, wir jetzt Ende der Woche. dann Dann. am Ja. Freitag Kann geht ich unser das Schiff sagen. wieder und so lange können wir die Fahren Küste wir noch jetzt da abklappern. entlang. Genau, und dann kann ich auch empfehlen, Ja. vielleicht noch mal einen Tag vorher oder zwei von Helsinki aus gibt es noch den Südzipfel Da waren unten, wir die schon. Küste. Ja, da waren wir Hanko. Hanko waren wir. Wart ihr in Genau, Hanko? ja, natürlich waren wir Habt in ihr den Hanko. Leuchtturm besichtigt, die olle Tour mitgemacht?
Nee, haben wir Touren haben wir nicht mitgemacht. Nee. Also die Bärentour, aber sonst. Ja. Ich bin nicht so der Touristen, Ja, soll man das sagen. genau. Ich entdecke ganz, ich habe es angeguckt, ich sehe es von außen und mir reicht es als manchmal, dass ich dann sage, okay, muss ich jetzt nicht mit 150 Leuten da hoch. Na, ich habe so dieses, wie sagt man, Ostseeblut, ne? Ja, okay. Bin so an der Küste groß geworden. Okay. Ja. Ja, dann. Und dann zieht es mich auch immer mal wieder dahin. Hier ist natürlich immer nur so Boddenlandschaft, Finnisch und so. Ist keine offene Ostsee wie jetzt Stimmt, ja. auf der schwedischen Seite. Aber du hast trotzdem ein bisschen Salzwasser, ist ganz schön. Und Ja, doch, also. hier oben sind die Mücken weniger als an Am Meer ja immer, ne? Süßwasser. Ja, Ne? ist klar. Ja. Nee, Ja, also schön. Das ist jetzt das Ende, wie gesagt, ich habe hier mal den Plan rausgeholt. Ups, Oh, wow. fällt schon auseinander. Das ist noch so unser Ding, was wir alles gemacht haben, von Seite 1 bis 6. Ne? Ich muss immer wieder selber gucken, wo wir überall waren. Wir haben bestimmt 20 Nationalparks in hier und in Lappland abgeklappert. Kuusamo. Natürlich, ne, Ja. aber auch noch weiter nördlich in Lappland Ja. gibt es auch schöne Parks und Rovaniemi Nationalparks. mitgenommen, ja. Wie heißt? Rovaniemi. Da waren wir Ja, ja ja. natürlich, aber das ist doch das mit dem Der Nikolaus. Weihnachtsmann wohnt Ja, da. aber das ist ein bisschen arg Da sind wir touristisch. einmal Ja. durchgefahren. Ja, da sind wir zweimal hin, weil ich habe mein Touristisch, Tankdeckel ne? vergessen. Und den Oh, gab wow. es in Rovaniemi wieder neu zum Kaufen. Deswegen sind wir einmal von der einen, einmal von der anderen Seite da rein. Ja. Na super, Ja, klasse. schön. Na, Und das ist Sie, super. was machen Sie hier, wenn ich fragen darf? Na, ich wohne hier in der Nähe. schon. Ich bin Und ausgewandert. arbeiten Sie hier, oder? Ja, bin vor 5 oder 6 Jahren sowas in der Art ausgewandert und Okay. habe eine finnische Frau geheiratet. Ja, ja, Das dann fand ich auch gut. Mit allen Vor- und Nachteilen. Und gibt es da Nachteile. Es Gar gibt nicht bestimmt keine vorstellen. Nachteile bei einer finnischen Frau. ja, nö. Ja, wenn man nicht alles versteht, ist auch gut, oder? Man muss einfach sein Verhalten anpassen und dann kommt man gut klar. Ne? Sprechen Sie Finnisch denn schon jetzt? Wissen? Na, fließend, ne? Ja. Fließend Finnisch, da bin ich weit von weg, aber natürlich bei der Arbeit und so, du musst ja klarkommen, ja, Absprache und so weiter. Ja. Ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Ausflug auf den Campingplatz in Hamina gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schaut mal in die Videobeschreibung. Ich verlinke euch da allen möglichen Kram. Ansonsten wieder über die Kommentare, wie gehabt. Kriegt auf jeden Fall eine Antwort von mir. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut, euer Micha. Ciao.